Musiker TV, der Mario, ich grüße euch. Heute geht es um den Zoom AC2 Acoustic Creator. Der AC2 ist ein Preamp für Akustikgitarren und stellt Klanganteile, die durch den Tonabnehmer verloren gegangen sind, wieder her. Dazu hält der Vorverstärker 16 Quellgitarren-Presets bereit, die den Klangcharakter verschiedener akustischer Gitarren mit unterschiedlichen Korpusformen und Materialeigenschaften simulieren. Der Zoom AC2 wurde speziell für akustische Gitarren entwickelt und kann gleichermaßen mit piezoelektrischen, magnetischen und passiven Tonabnehmern benutzt werden. Die entsprechende Einstellung kann man am Pickup-Wahlschalter vornehmen. Zur Anpassung des Signals an die Umgebungsbedingungen wurde dem AC2 ein Dreiband-EQ spendiert. Eine Anti-Feedback-Funktion eliminiert effektiv Rückkopplungen während einer Darbietung ohne hörbare Klangeinbußen. Mit der Boost-Funktion kann die Lautstärke bis zu 9 Dezibel angehoben werden, was zum Beispiel beim Solospiel für eine zusätzliche Verstärkung sorgt. Den Lautstärkeunterschied stellt man über den Boost-Regler ein. Außerdem verfügt der Preamp über eine Tuner-Funktion. Schaltet man den Tuner ein, kann man sehr komfortabel mit der übersichtlichen Tuner-Anzeige das Instrument lautlos stimmen. Um dem Klang der Akustikgitarre mehr Breite und Tiefe zu verleihen, wurde der AC2 mit einem Reverb ausgestattet, dessen Intensität man über den Reverb-Regler einstellen kann. Es gibt rechts eine Klinkenbuchse für den Instrumenteneingang und links zwei Klinkenbuchsen für den Anschluss an ein PA-System Stereo oder Akustikverstärker Mono. Außerdem kann man am Mono-Ausgang auch einen Kopfhörer anschließen. Über den USB-Anschluss kann man den AC2 mit dem PC verbinden und die aktuelle Firmware laden. Der AC2 lässt sich an ein Mischpult oder andere analoge oder digitale Audiogeräte mit Mischfunktion anschließen. Dazu befindet sich zum Abgreifen des Audiosignals an der Stirnseite ein XLR-Ausgang Balanced Out. Mit dem Taster daneben kann man wählen, ob das Ausgangssignal vor oder nach der Signalbearbeitung abgegriffen werden soll. Die Balanced Out-Buchse lässt sich mit dem Ground-Lift-Taster von der Masse entkoppeln, um durch Masseschleifen verursachte Störgeräusche zu unterbinden. Der Anschluss für das mitgelieferte Netzteil befindet sich ebenfalls an der Stirnseite sowie der Powerschalter zum Ein- und Ausschalten. Alternativ kann der AC2 auch mit einer 9-Volt-Batterie betrieben werden. Dazu befindet sich an der Unterseite das Batteriefach. Ich beginne mit der LTD. Als Quellgitarre habe ich eine Single Cutaway ausgewählt. Die Klangregelung an der Gitarre habe ich auf Mittelposition, um das alles neutral zu halten. Die Klangregelung am AC2 habe ich auch auf 12 Uhr Stellung. Mit Hall bin ich auf 9 Uhr und Volume auf 11 Uhr. Ich verändere mal die Klangregelung und gehe mit Hall mal auf Mittelposition. Jetzt betätige ich mal den Boost-Schalter. Und zum Vergleich schalte ich jetzt mal die Signalbearbeitung aus. Und wieder ein.
Ich habe jetzt mal die Martin angeschlossen. Die Klangregelung an der Gitarre habe ich auf Mittelposition. Am AC2 habe ich nichts verändert. Das Einzige, was ich mache, ich gehe mit dem Gitarrenwahlschalter auf Dreadnought und spiele zum Vergleich nochmal dasselbe. Ich schalte die Signalbearbeitung auch nochmal aus. Die Tuner-Funktion ist übrigens auch sehr hilfreich beim Gitarrenwechsel. Wie schon erwähnt, wird das Signal beim Betätigen des Tuners gemutet und man kann geräuschlos den Klinkenstecker aus der Gitarre nehmen. Ich stimme die Gitarre gleich mal durch. Passt. Ich zeige jetzt mal, wie die Klangregelung das Gitarrensignal beeinflusst. Mit an Bord, wie eingangs schon erwähnt, eine Anti-Feedback-Funktion. Gibt es ein Feedback, dann drückt man einfach den Anti-Feedback-Taster, dann blinkt dieser, er sucht sich die störende Frequenz, regelt die etwas runter und man kann feedbackfrei Gitarre spielen. Wirklich sehr nützlich ist auch die Boost-Funktion. Mit ihr hat man immer eine zweite Lautstärke parat, je nach Spieltechnik. Zoom AC2, ein fantastischer Preamp für Akustikgitarre. Hier stecken wirklich sehr viele nützliche Features unter der Haube, die man für eine Live-Darbietung wunderbar gebrauchen kann. Testet das Pedal wirklich mal an beim Händler eures Vertrauens. Ihr werdet sehen, wie wunderbar euer Instrument mit dem Zoom AC2 klingt. Das war's von Musiker.tv. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Schaut wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Mario.